In dieser Folge besichtigen wir Rabat, die Hauptstadt von Marokko, und übernachten neben der größten Moschee Afrikas. Seid dabei nach dem Intro. Einen wunderschönen guten Morgen aus Fez. Wir sind gerade dabei, uns fertig zu machen. Wir haben schön gefrühstückt auf der Terrasse oben mit wirklich einem hervorragenden Ausblick. Ja, und jetzt geht es Richtung Casablanca und auf dem Weg dahin machen wir noch einen Stopp in Rabat. Rabat ist übrigens die Hauptstadt von Marokko. Wusstet ihr das? Ja, wenn nicht, habt ihr jetzt was gelernt. Für unser mühevoll eingepacktes Auto bezahlen wir auch in Fez 20 Dirham. Dann machen wir uns direkt auf den Weg nach Rabat. Zwar haben wir nicht allzu viel von Fez gesehen, doch da wir Marokko nicht ohne einen Blick auf das Meer verlassen möchten, bleibt uns nichts anderes übrig, als weiterzufahren. Der Weg von Fez nach Rabat führt über die Autobahn. Mit Ausnahme des Jahrmarktes, auf den wir im Vorbeifahren einen Blick erhaschen, ist die Fahrstrecke eher unspektakulär. Nach ca. 2 Stunden Fahrt erreichen wir Rabat. Rabat ist die Hauptstadt von Marokko und hat ca. 650.000 Einwohner. Die Stadt liegt am Atlantischen Ozean und ist Wohn- und Regierungssitz des Königs Mohammed VI. Der nach ihm benannte 250 Meter hohe Turm ist das erste Wahrzeichen der Stadt, welches wir erblicken. Der Turm ist das größte Gebäude in ganz Afrika und beherbergt ein Hotel, Büros und luxuriöse Apartments. Außerdem gibt es ganz oben eine Aussichtsterrasse. Die erste Sehenswürdigkeit auf unserer Liste ist der Hassan Tower, welcher zu einer großen, aber unvollendeten Moschee gehört, deren Bau 1199 abgebrochen wurde. So, wir sind jetzt endlich in Rabat angekommen. Die Parkplatzsuche hier in Rabat war ein bisschen schwierig. Ja, für mich wäre es nichts gewesen. Hat man eigentlich, ja, wir haben lang gesucht, aber haben dann doch eine Parkgarage gefunden. Am Anfang ein bisschen Bedenken gehabt, ist halt natürlich alles super eng. Aber wir haben einen Weg reingefunden. Jetzt hoffen wir, nachher finden wir wieder auch einen Weg aus dem Parkhaus. Sieht schon eng aus, aber wird schon klappen. Genau, und jetzt schauen wir uns hier die Moschee oder die fast fertige Moschee von Rabat an. Hier sollte auf jeden Fall mal eine riesige Moschee gebaut werden. Die ganzen Säulen zeigen, wie groß sie hätte werden sollen, aber dann ist der König unerwartet früher verstorben. Und ja, dann wurde der Bau gestoppt und jetzt sieht man nur noch die halbfertigen Überreste. Genau. Direkt neben dem Hassan Tower befindet sich das Mausoleum von König Mohammed V. Er ruht dort seit 1961 zusammen mit seinen beiden Söhnen.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر. Nach dem kurzen Zwischenstopp am Hassan Tower geht es weiter Richtung Meer. Was für ein Friedhof. Und was für eine Kulisse für den Friedhof vor allem. Hier reicht's. Ja. Die zweite Sehenswürdigkeit auf unserer Liste ist die Alte Kasbah in Rabat, welche zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Sie liegt gegenüber von Saleh, einem spannenden Viertel von Rabat, das wir auch gerne besucht hätten. Nach einer weiteren guten Stunde auf der Autobahn erreichen wir die größte Stadt Marokkos, Casablanca, mit 3,5 Millionen Einwohnern. Die Stadt ist bekannt durch den gleichnamigen Film mit Humphrey Bogart und Ingrid Bergman, dessen Handlung zur Zeit des Zweiten Weltkrieges dort spielt. Was 10 ist hier? Was? Nein. Da stand 10. Quatsch. Auf der rechten Spur stand 10. Nein. Ich schwöre. Das stand bestimmt nur im Rauchfall oder so.
allem ist es hier gar nicht mal so hübsch. Ein weiteres Highlight auf unserer Reise ist für uns das Apartment in Casablanca. Eigentlich sollte unsere Tour in Fez enden. Da wir dann jedoch auf unserer Reise auch einmal das Meer sehen wollten, planten wir einen zusätzlichen Stopp in Rabat ein. Als wir dort nach einer Unterkunft suchten, wurde uns immer wieder dieses wunderschöne Apartment in Casablanca empfohlen. Es kostet 130 € die Nacht, ohne Frühstück. Die wunderbare Aussicht ist uns das Geld wert. Wir blicken auf die größte Moschee von Afrika. Nach unserer Ankunft in Casablanca am späten Nachmittag spazieren wir gemütlich am Meer entlang zum nahegelegenen Marina Shopping Center. Das Preisgefüge in dem Shopping Center ist sehr hoch. Daher kaufen wir nichts, aber essen im Moods Café zu Abend. Das Essen ist sehr lecker und qualitativ hochwertig, aber im Vergleich zu unseren anderen Mahlzeiten in Marokko auch eher teuer. Als wir zurückkommen, wird es bereits langsam dunkel. Wir schlendern noch eine Runde über den großen Platz vor der Moschee und beschließen, für den Rest des Abends unser wunderbares Apartment zu genießen. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen aus Casablanca. Ja, wir melden uns vom Vorplatz der großen Moschee hier, der Hassan II Mosque. Und ja, wir kriegen hier jetzt gleich eine Premium-Tour, die wir bei Get Your Guide gebucht haben. Dadurch konnten wir die riesigen Warteschlangen überspringen, die nicht da waren, morgens um 9. Aber gut, immerhin sind wir Premium, das ist wichtig. Genau, und dann schauen wir uns mal an, wie die Moschee von innen aussieht.
Die Moschee in Casablanca wurde 1993 zum 60. Geburtstag des damaligen Königs Hassan II. Erbaut. Sie ist eine der größten Moscheen der Welt, mit einer Gebetshalle von 20.000 Quadratmetern, in welcher 25.000 Gläubige beten können. Auf dem Außengelände finden weitere 80.000 Gläubige Platz. Die Moschee wurde in gerade mal 6 Jahren von über 10.000 Arbeitern erbaut. Die Kosten betrugen über 700 Millionen $. Die Moschee verfügt über einige technische Besonderheiten, wie zum Beispiel die größten automatisch öffnenden Türen der Welt und eine Fußbodenheizung in der Gebetshalle, deren Decke sich außerdem im Sommer öffnen lässt. So when we finish here, we are going downstairs. This is ablution room. You know what's ablution? Ablution is a process of washing before prayer, for meditation. So first people they go for what? Ablution, they wash, then they come up here for prayer. In der großen Gebetshalle gibt es 2 Emporen mit einer Gesamtfläche von nur 3.500 Quadratmetern, auf welchen die Frauen beten dürfen. Das Gebäude ist teilweise auf dem Wasser gebaut. Eine große Plattform ragt vom Land über das Meer. 2 Wellenbrecher schützen die Moschee vor den Gezeiten. This is the highest mosque tower in the world. 210 meters high. And no one goes up there. Im Untergeschoss befinden sich die Waschräume mit über 120 Brunnen. Jeder Gläubige muss sich dort vor dem Gebet 3-mal gründlich waschen. Die Räumlichkeiten können von ca. 1200 Leuten gleichzeitig genutzt werden. Nach einer ausführlichen Führung durch die Hassan-Moschee in Casablanca geht es jetzt wieder zurück nach Fez. Heute fährt mal Julia. Mal schauen, ob sie die Autobahnfahrt auch überlebt. Du meinst, ob wir sie überleben? Genau. Hi. How much? 23. 23. Das sind 22. Warte. Ich glaube, wir haben keinen Einser mehr, oder? Oh, 23. In Fez angekommen, geben wir unseren Mietwagen erfolgreich zurück, verbringen noch einen entspannten Abend im Ibis Hotel und fliegen schließlich am nächsten Morgen um 6 Uhr zurück nach Frankfurt-Hahn. Das war unser Marokko-Roadtrip 2024 und unsere erste Reise hier auf dem Kanal AJ on Tour. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir freuen uns schon auf das nächste Mal.